Psst. Brauchst du ein paar Vokabeln? Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Julia und heute lernt ihr Wörter zum Thema Prüfung. Euer Ziel ist es, die 4000 wichtigsten deutschen Wörter zu lernen, denn dann könnt ihr 95% aller Texte verstehen. Keine Panik, bei mir könnt ihr alle diese Wörter lernen. In diesem Video ist der erste Teil der Grundwortschatz, das ist A-Niveau und ein bisschen B1, und der zweite Teil ist der Aufbauwortschatz, das ist das B-Niveau und vielleicht ein bisschen C1. Am besten hört ihr jetzt einfach mal nur gut zu und versucht zu verstehen. Wer einen Abschluss machen will, also wer einen Abschluss anstrebt, zum Beispiel das Abitur oder ein Sprachdiplom, der muss vorher eine Prüfung ablegen. Eine Prüfung ist ein Test, in dem die Leistung von Schülern, Studenten oder allgemein von Lernern geprüft wird. Meistens gibt es einen schriftlichen Teil, in dem man schreiben muss, und einen mündlichen Teil, in dem getestet wird, wie gut man bestimmte Dinge erklären kann, zum Beispiel eine Grafik. In der mündlichen Prüfung gibt es normalerweise mehr als einen Prüfer, der die Leistungen beurteilt. Die Prüfer entscheiden also, ob das Gesagte richtig oder falsch ist. Viele Lerner haben große Schwierigkeiten damit, eine mündliche Prüfung zu machen. Sie werden extrem nervös, weil sie Angst haben, dass sie Fehler machen. Während des schriftlichen Tests muss man viele Aufgaben lösen. Manche Aufgaben sind einfach, andere sind schwieriger, weil sie komplizierter sind. Man kann in einer Prüfung maximal 100% erreichen. Ein anderes Wort für erreichen ist erzielen. Das kommt von dem Wort das Ziel. Vor dem Test ist es erforderlich, dass man sich gut vorbereitet. Die Vorbereitung ist also sehr wichtig. Nur so kann man seine Kenntnisse verbessern. Mit verschiedenen Lehrbüchern und anderen Materialien kann man sich auf die Prüfung vorbereiten. Es gibt viele Bücher, die konkret auf eine bestimmte Prüfung vorbereiten. Zum Beispiel auf das Goethe-Zertifikat. Es gibt dort viele Aufgaben mit Lösungen, damit man genug üben kann. Bei uns im Deutschen sagt man, Übung macht den Meister. Viele streben einen Abschluss wie das Abitur an, weil er eine Voraussetzung für ein Studium an einer Universität ist. Eine Voraussetzung ist eine Bedingung. Das heißt, ich muss das Abitur machen, damit ich an einer Universität studieren kann. Die Universität lässt oft nur Personen zu, die das Abitur
oder einen ähnlichen Abschluss haben. Das heißt, man bekommt oft nur mit Abitur eine Zulassung zu einem Hochschulstudium. Eine Prüfung kann eine echte Herausforderung sein, denn man muss eine gute Leistung erbringen, damit man besteht. Man kann eine Prüfung ablegen oder absolvieren. Das heißt, man macht eine Prüfung. Wichtig ist, dass die Prüfung eigenständig absolviert wird. Man darf sie natürlich nur alleine und ohne Hilfsmittel schreiben. Wer ein gutes Ergebnis bzw. ein gutes Resultat hat, also wer gut abschneidet, der bekommt auf jeden Fall sein Zeugnis oder Diplom. Manche haben besonders gute Leistungen. Das sind Lerner, die fast keine Fehler machen, weil sie so viele korrekte Antworten geben. Man nennt ihre Leistung exzellent oder ausgezeichnet. Die meisten haben ein durchschnittliches Ergebnis. Sie sind weder sehr gut, noch sind sie sehr schlecht. Es gibt natürlich auch andere Menschen, die nicht so gut abschneiden, die also nicht so gute Noten bekommen. Ein Grund dafür kann sein, dass für sie die Fragestellung in der Prüfung einfach viel zu kompliziert ist. Wenn man die Frage nicht verstanden hat, dann kann man auch keine korrekte Antwort geben. Dann kann es passieren, dass man die Prüfung nicht besteht. Das bedeutet, dass man durchfällt. Das ist für die meisten sehr schlimm, weil sie glauben, dass sie versagt haben. Aber das Leben bietet immer wieder neue Chancen. Eine Prüfung ist aber nicht nur für Lerner eine Herausforderung. Auch die Prüfer müssen einiges leisten, wenn sie die Prüfungen korrigieren. Ihre Aufgabe ist es, die Prüfung mit einer Note zu bewerten. Es dauert meistens mehrere Wochen, bis eine Prüfung vollständig korrigiert ist. Denn Prüfungen werden nach unterschiedlichen Kriterien bewertet. Bei einer Sprachprüfung zum Beispiel erfolgt die Auswertung nicht nur sprachlich, sondern auch inhaltlich. Manche Lerner können zwar sprachlich sehr gute Texte schreiben, aber sie haben große Schwierigkeiten damit, den Inhalt korrekt darzustellen. Zum Beispiel schreiben sie über etwas, das für die Aufgabe nicht relevant ist, also nicht wichtig ist. Das ist ein Problem für den Prüfer, denn er muss beurteilen, ob der Lerner genügend Sprachkenntnisse hat oder nicht. Einfacher geht das in der mündlichen Prüfung. Dort kann der Prüfer leichter einschätzen, wie gut jemand sprechen kann. Aber am Ende ist es die Kombination aus schriftlichen und mündlichen Kompetenzen, mit der man eine Prüfung besteht
und später erfolgreich werden kann. Und? Habt ihr den Text verstanden? Er ist nicht einfach. Wenn ihr den Text noch nicht verstanden habt, dann schaut euch das Video nochmal an. Und heute habe ich eine kleine Hausaufgabe für euch. Erzählt mir in den Kommentaren von einer Prüfung, die ihr geschrieben habt. Welche Prüfung war es? Wie habt ihr euch vorbereitet und wie lief die Prüfung? Ich korrigiere es für euch. Das war's schon wieder für heute. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video.